Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinen allerersten News hier aus meiner kleinen Werkstatt. Ich habe um den Jahreswechsel herum das letzte Mal so eine Art Werkstatt-Vlog gemacht, im Sinne einer Werkstatttour, und seither hat sich aber hier einiges verändert und ich dachte, das wäre doch das richtige Format, hier zum ersten Mal so eine kleine News zu machen. Ich werde das ab und zu mal machen, nichts Regelmäßiges, aber wenn ich was Neues habe, denke ich, passt das Format ganz gut. Los geht's! Ja, und die größten News betreffen eigentlich dieses Teil hier. Das ist meine neue Bandsäge Record Power BS350S. Die löst meine kleine Metabo-Bandsäge, die ich hatte, ab. Die ist mittlerweile verkauft. Der Grund, warum ich mir dieses Teil gekauft habe, ist einfach. Ich möchte künftig einfach ein bisschen mehr mit Massivholz machen. Zum Beispiel solche Geschichten wie dieses Schneidebrett hier oder diese Teekiste, die ich letztens fertig gebaut habe. Wenn euch das übrigens interessiert, wie ich das gebaut habe, schaut mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ein YouTube-Video habe ich nämlich nicht gemacht. Zwischendurch brauche ich einfach solche Projekte, die ein bisschen für mich sind, wo ich keine Kamera mitlaufen lasse. Aber wie gesagt, auf Instagram könnt ihr sowas verfolgen. Ja, und warum genau diese Bandsäge? Wie gesagt, Massivholz möchte ich mehr arbeiten und diese Bandsäge ist dann einfach gut geeignet, um dickere Massivholzbalken aufzutrennen, was mit meiner kleinen Bandsäge einfach nicht möglich war. Damit klappt das wunderbar, habe das schon ein paar Mal getestet. Man bekommt wirklich super saubere Schnitte hin, bin ich absolut zufrieden. Warum genau diese Bandsäge? Hat ein bisschen mit dem Preis und auch mit dem Platz in der Werkstatt zu tun. Eine Nummer größer, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, ist aber, glaube ich, die Saber 350. Und die ist aber schon ein Stück teurer erstens mal und auch ziemlich viel größer als dieses Ding. Und ja, passt einfach wunderbar in meine Werkstatt und hat auch vom Preis gestimmt und wie gesagt, es macht einen super Job. Zusätzlich habe ich noch das Upgrade-Kit von der Saber bestellt, sprich den verbesserten Parallelanschlag. Den bekomme ich aber erst etwa im August. Aber auch schon dieser Parallelanschlag funktioniert wunderbar. Also ich bin absolut zufrieden mit der Maschine, kann ich sehr empfehlen. Bleiben wir doch noch kurz beim Thema Massivholz. Wie erwähnt, möchte ich künftig gerne vermehrt solche Projekte angehen. Darum bin ich auch jetzt regelmäßig Kunde beim Sägewerk meines Vertrauens, wo ich dann zum Beispiel solche Eichenbohlen kaufe. Um da gerade Teile rauszusägen, muss natürlich diese Baumkante weg und dafür habe ich mir diesen Besäumschlitten gebaut. Das ist im Endeffekt einfach eine dicke Siebdruckplatte, wo ich Tenucin eingelassen habe und diese Niederhalter mir gekauft habe. Die Niederhalter und die Tenucin gibt es übrigens bei Edita Schmid Feine Werkzeuge, wenn euch das interessiert. Und wie gesagt, hier kann ich dann einfach meine Bohle drauf festspannen und hier mit dieser Führungsschiene kann ich hier die Nut von meiner Tischkreissäge benutzen und damit schön gerade Schnitte wegsägen und danach weiterverarbeiten. Wunderbar. Ein weiterer kleiner Werkstatthelfer, den ich mir vor kurzem gebaut habe, ist dieses Spline-Jig. Was sind Splines? Das sind solche Keile aus Massivholz, die Gärungen verstärken können. Sie verstärken sie aber nicht nur, sieht dann einfach auch dekorativ sehr schön aus. Ich wollte das zum ersten Mal machen, als ich diese Kiste gebaut habe und habe mir darum diesen Jig gebaut. Die Idee dazu hatte ich von Michael Alm, das ist ein amerikanischer YouTuber. Ich verlinke euch seinen Kanal mal unten, macht echt coole Sachen. Ja, wie funktioniert das Ding? Aufgebaut ist es relativ einfach, es sind hier einfach ein paar Multiplex-Platten so angeordnet, dass man hier diesen 90-Grad-Winkel hat. Wenn man das dann hat, kann man das Sägeblatt einstellen, so hoch wie man das benötigt für die Gärung. Man kann die Kiste hier reinlegen und durchsägen und dann hat man hier schon diese Schlitze, um diese Splines dann später einzulassen und schön bündig abzuschneiden. Einfache Sache.
Und dann habe ich ja letztens noch diese Tischverlängerung für meinen dicken Hobel gebaut. Wenn euch das interessiert, wie man das nachbaut, verlinke ich euch gerne das Video oben im Eck. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Ich finde es eine coole Sache, es erleichtert einem ein bisschen die Hobelarbeit. Es führt allerdings nicht zu weniger Hobelschlag, wie wir beim Test herausgefunden haben. Einer meiner Zuschauer hat noch eine wichtige Frage gestellt, wie ich finde. Und zwar habe ich beim zweiten Test der Tischverlängerung so ein schmales Stück Buche auf eine Multiplex-Platte geklebt, bevor ich es durch den dicken Hobel gelassen habe. Und er hat mich gefragt, warum ich das gemacht habe. Und das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe das gar nicht erklärt im Video und gehe jetzt gerne darauf ein. Und zwar habe ich das gemacht, weil wenn man in der Sägerei solche Massivholzabschnitte kauft, dann sind die in der Regel nicht plan, also sie kippeln so hin und her. Wenn man das Ganze jetzt aber auf eine Multiplex-Platte klebt, was ja wirklich ein sehr planes Stück Holz ist, und das Ganze vielleicht noch mit so Keilen unterlegt und eben mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt, dann bekommt man wirklich eine sehr schön plane Oberfläche, kann das Werkstück nachher von der Multiplex-Platte wegnehmen, umkehren, die zweite Seite hobeln und hat dann wirklich ein perfektes Werkstück zur Weiterverarbeitung. Genau, darum habe ich das gemacht. Und vor kurzem habe ich auch endlich etwas in den Angriff genommen, was ich schon lange tun wollte. Und zwar geht es um dieses Lochsystem für meine Werkbank. Ich habe hier das 19 mm Lochsystem. Wozu ist das gut? Man kann damit etwas auf der Fläche der Werkbank festspannen. Dazu habe ich mir diese Werkstückniederhalter von Juma, die gibt es bei Dieter Schmid für eine Werkzeuge, gekauft. Die passen hier wunderbar rein und man kann sich damit wirklich dann bombenfest etwas auf der Fläche festspannen. Es gibt auch Bankhaken, die man in diese Löcher stecken kann. Diese hier sind von Veritas. Die gibt es in kurz oder lang. Ich habe hier die kurzen genommen, weil meine Tischplatte nur 5 cm dick ist. Kann man sich hier reinstecken, das Werkstück anlegen und dann hobeln oder was immer man auch damit machen möchte. Um diese Löcher zu bohren, habe ich mir ursprünglich diese Bohrlehre gekauft von Veritas. Ich habe das Ding aber nicht mal ausgepackt. Ich fand das wahnsinnig kompliziert. Man muss dafür so eine richtige Bohrhilfe eigentlich selber bauen, also noch ein Stück Holz und ich fand es einfach wahnsinnig kompliziert. Denn wenn ihr so ein Teil hier habt, so einen Bohrständer, wie ich es hier habe, und den passenden Schlangenbohrer, dann könnt ihr das einfach mit der Bohrmaschine ganz easy hier schnell reinknallen und ihr habt euer Lochsystem. Also wenn ihr das nachbauen wollt, kann ich euch das hier sehr empfehlen. Ist auch nicht so teuer und mir hat der wirklich schon super Dienste geleistet. Was es bei meiner letzten Werkstatttour auch noch nicht zu sehen gab, ist dieser Bohrerschrank hier. Den habe ich mir vor ein paar Monaten gebaut. Ich finde den einfach super praktisch und übersichtlich, hier direkt neben der Bohrmaschine. Den habe ich von Let's Bastel nachgebaut, mit diesen austauschbaren Haltern. Ist einfach mega praktisch, wenn man das Ganze umsortieren, neu gestalten möchte. Finde ich super, kann ich absolut empfehlen nachzubauen. Ja, und was habe ich in nächster Zeit noch mit der Werkstatt vor? Aktuell schweben mir eigentlich 2 Sachen vor. Das erste wäre eine Lagermöglichkeit für längere Balken und Bretter. Dafür würde sich diese Wand hier gut eignen. Hier habe ich noch ein bisschen Platz dafür. Mal schauen, wie ich das anstellen werde. Das zweite betrifft diese Maschine hier. Das ist eine Schleifmaschine von Holzkraft, mit der ich meine Stechbeitel und Hobeleisen schärfe. Das Mühsame ist, das Ding ist ziemlich schwer. Und wenn ich damit arbeiten will, dann muss ich es immer hier nach vorne ziehen. Ist halt immer ein bisschen ein Kraftakt. Und ich habe noch ein bisschen Tenutschienen übrig und ich werde versuchen, mir damit irgendwas Bewegbares für diese Maschine zu bauen. In nächster Zeit möchte ich mir auch noch einen Tellerschleifer zulegen. Der würde dann auch hier auf die Kappsägenstation kommen und für den würde sich so ein System dann natürlich auch eignen. Das werde ich wohl dann auch in einem YouTube-Projekt behandeln. Mal schauen. Ja, und die Mega-News ist natürlich die: meine Stickerwand ist voll. Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die mich auf Instagram angehauen haben, um einen Sticker zu tauschen.
Ich finde, die Community ist einfach wirklich super. Gilt natürlich nicht nur für Instagram, sondern auch für hier auf YouTube. Ich finde, es ist einfach ein toller Austausch. Immer viel Inspiration, Tipps und Tricks, die man sich holen kann, finde ich einfach super. Nur weil die Wand jetzt voll ist, heißt das natürlich nicht, dass ihr nicht weiterhin mit mir Sticker tauschen könnt. Ich habe zum Beispiel noch meine Bandsäge, da ist noch jede Menge Platz und auch sonst finde ich sicher noch weitere schöne Plätzchen hier in der Werkstatt. Also schreibt mich unbedingt an, folgt mir auf Instagram, da seht ihr auch einiges mehr, als ich hier auf YouTube zeige. Ich glaube, das war's von meinen kleinen News hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch einen kleinen Einblick gegeben, was hier so läuft und was noch passieren wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen da, schreibt was Nettes in die Kommentare und abonniert doch unbedingt meinen Kanal. Als nächstes folgen nämlich sicher wieder ein paar coole Projekte. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.